Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich zeige euch heute, wie ich ganz schnell diese Hörnchen gemacht habe. Die kann man auch über Nacht gehen lassen. Also dafür werden alle Zutaten in eine Schüssel gegeben. Die Buttermilch war bei mir aus dem Kühlschrank, deswegen habe ich Wärmefunktion angemacht, einfach damit der Teig schöner aufgeht. Das dauert ungefähr so 2 Stunden, bis er sich verdoppelt hat. Und dann wird der Teig in 10 Teile geteilt, ungefähr 68 Gramm. Also guckt, wie viel Mehl, das kommt ja auch immer darauf an, wie viel Mehl ihr noch zusätzlich gemacht habt. Aber ungefähr 68 Gramm, das passt schon so. Und dann wird das zu Kugeln geformt und einfach 10 Minuten nochmal ruhen lassen und dann ausrollen auf ungefähr 20 Zentimeter Durchmesser. Dann braucht ihr sehr, sehr weiche Butter. Also ihr seht, ne, die ist schon fast flüssig. Ein ganz kleines bisschen kommt auf den Teller, dann kommt da der ausgerollte Teig drauf und dann ungefähr 1 Teelöffel Butter verstreichen, ein bisschen am Rand freilassen, sodass die Teige, weil wir die jetzt alle 10 aufeinander schichten, sodass die einfach ein bisschen zusammenkleben und die Butter nicht austritt, wenn man das dann später ausrollt. Also dann geht ihr so weiter vor, bis ihr alle ausgerollt habt und nacheinander drauf gestapelt habt. Und dann kommt da noch eine Folie drauf und das kommt dann in den Kühlschrank, sodass die Butter nochmal fest wird. Hier zum Ausrollen dürft ihr kein Mehl benutzen. Der Teig darf nirgendwo Risse haben oder Löcher, sodass die Butter da nicht austritt, ne? Dann kommt Folie drauf und so für 1, 2 Stunden stellt ihr das in die Kühlung. Nach der Zeit dürft ihr dann oder müsst ihr auch Mehl benutzen zum Ausrollen. Das wird dann aus der Schüssel genommen und leicht bemehlen und ganz vorsichtig, ohne viel Druck, weil wenn man zu viel Druck ausübt, kann es reißen und dann geht die Butter raus und da haben wir nicht diese schöne Blätterung. Also immer wieder wenden, erstmal mit Händen so platt drücken, so weit wie es geht und dann mit dem Rollholz ausrollen. Füllen könnt ihr die auch entweder mit Nutella, ihr könnt die auch pur lassen, Marmelade. Ich hatte hier eine Variante mit buntem Zucker gemacht, aber das seht ihr gleich alles. Das wird jetzt ungefähr auf 45 Zentimeter Durchmesser ausgerollt. Dabei den Teig immer wieder drehen und Mehl drauf machen. Also das sollte auch nicht auf der Arbeitsfläche kleben bleiben. Und dann wird das in 12 Teile geteilt. Und jedes Teil hat nochmal einen Schnitt, sodass man so ein Croissant formen kann. Also die Enden an der Ecke dann dran kleben und mit einem leichten Zug nach außen drehen und aufrollen dann. Und die Spitze dann auch noch ein bisschen lang ziehen. Also nicht zu dolle ziehen, sonst reißt der Teig. Ne? Und so habt ihr ein perfektes Hörnchen. Für die Variante mit dem Zucker, also ich hatte hier jetzt roten Zucker genommen, aber ihr könnt auch weißen Zucker nehmen. Der hat so eine schöne Kruste, schmeckt auch ganz gut. Dafür wird Eigelb ein bisschen verquirlt mit Milch oder Sahne. Und dann wird das einmal in Zucker gewälzt, aber nur eine Seite. Und dann wird das genauso aufgerollt wie das andere auch. Und hier nochmal mit einer Variante mit einer Schokocreme. Ist auch das Gleiche. Schmeckt auch sehr gut. Und so kann man die auch gut vorbereiten, über Nacht im Kühlschrank gehen lassen oder 1 Stunde bei Raumtemperatur. Aber ich fand, wenn die aus dem Kühlschrank kamen, über Nacht waren die richtig schön. So wie hier auf dem Bild. Da war die Butter so in Stückchen. Also das Krümelige, das ist die Butter. Und genau, so werden die dann jetzt gebacken. Die Oberfläche ist auch schöner, wenn der richtig lange Zeit hatte zum Gehen. Die waren jetzt nach 1 Stunde Gehzeit und die hatte ich jetzt über Nacht und das ist richtig schön langsam aufgegangen und da reißt auch nichts. Hier ist der Anschnitt nochmal mit dem roten Zucker, also von innen ist es rot und man hat das Gefühl, es ist fruchtig. Hier spielt das Gehirn einen Streich. Ja, also das müsst ihr mal ausprobieren. Das schmeckt wirklich fruchtig. Das ist einfach Zucker mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Und das war's dann. Ja, und diese ist mit Schokolade. Die ist auch sehr lecker. Ich habe von außen nochmal Schokolade drauf gemacht. Ist richtig lecker. Vielen Dank fürs Zuschauen.